Mal noch die Schürze, die hätte ich jetzt fast vergessen. Ja, die Nase hier. Doch, das kann so bleiben. Ist ja auch immer aufregend, finde ich, wenn man dann so anfängt, auch mit der Farbe dann. Bisschen Wasser noch dazu, dann kann man, oder fließt die Farbe besser und dann kann man die auch besser raufschmeißen. Ja, dann mal los, ne? Also, wenn die Farbe hier schon ist, dann verteile ich die hier natürlich auch. Dann kriegt der Gute hier halt eine schöne blaue Schnauze. Du kannst natürlich auch wieder einen Pinsel benutzen. Ich mag ja die Nagelbürste ganz gerne. Also ich habe jetzt keine genaue Vorstellung, wie es am Ende aussehen soll. Es soll einfach bunt werden. Ich habe mir hier alle Farben hingestellt. Es soll ein fröhliches Bild werden, denn es hat eine ganz besondere Bedeutung, dieses Bild für mich. Also in der Kunstgeschichte spielten Tiere ja immer eine faszinierende und auch vielfältige Rolle. Schon in der Höhlenmalerei konnten wir ja sehen, wie Tiere als Symbole an die Wand gemalt wurden, so als oder für Kraft, Freiheit, Überleben. Nehmen wir nochmal ein Braun dazu, auch so ein Kontrast, so ein neutraler Farbton, das passt eigentlich ganz gut. Kann ich auch nochmal mit Blau mischen. Ja, ich denke so ein bisschen darüber nach. Im Laufe der Jahrhunderte setzten sich Künstler ja immer wieder mit der Symbolik von Tieren auseinander, um dann eben auch so Emotionen, menschliche Emotionen darzustellen. Damit spiegelten diese Symbole, also diese Tiere, ja auch die Stärken oder die Schwächen der Menschen wider. Hier arbeite ich nur so ein bisschen an den Rand dran. Das passt ja ganz gut mit der Nagelbürste. Ja, einfach rauf. Ich überlege immer noch zwischendurch. Aber ich bin hier auch voll in meinem Thema. Aber gleichzeitig gucke ich natürlich auch, welche Farbe ich benutze. Um nochmal auf mein Thema zu kommen, also Kunst und Tiere, das war eben nicht immer nur Dekoration, sondern das hat auch immer dafür gesorgt, für den Betrachter einen Raum zu schaffen, um über sich selber nachzudenken. Also die eigene Reflexion fördern. Jetzt fragst du dich bestimmt, was redet die da oder warum sage ich das überhaupt? Weil das eben für mich natürlich immer eine Rolle spielt und gerade dies ja ein besonderes Thema auch in sich hat. Jetzt muss ich hier aber gerade noch mal kurz gucken. Ja, komm her, ein gelbes Ohr. Ich mache jetzt hier einfach ein gelbes Ohr hin. Ich könnte auch so eine Linie nur oder Linie und Fläche. Also es ist ja immer schön auch in beiden zu arbeiten, gerade hier bei dem Motiv. Es vermischt sich hier auch noch so ein bisschen. Hier nehme ich jetzt doch eine dunkle Farbe. Auch die Nase und so, hier ein bisschen das Fell, die Schnauze, die kann ich ruhig ein bisschen mit Dunkel betonen. Ich glaube, es ist gerade ein bisschen einfacher. Man kann das hier wieder in zig verschiedene Arten malen. Und ich nehme jetzt mal eine schnelle, einfache
Methode, finde ich. Das passt ja noch ganz gut. Dann kann ich auch noch ein bisschen was quatschen hier. Das ist jetzt so ein bisschen Ausmalen hier gerade. Also wenn ich jetzt an die Symbolik des Hundes denke, gibt mir das eine persönliche Erfahrung oder erinnert mich das auch an eine persönliche Erfahrung und denke da eben auch an schwierige Zeiten. Und gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es einfach wichtig, auch Unterstützung und vor allen Dingen auch Zivilcourage zu erleben. Ja, jetzt kriegt er schon richtig Form. Jetzt guckt er auch schon. Hier fehlt mir was. Nee, der passt nicht. Der ist zu weich. Der geht hier besser. Und dann nehme ich hier nochmal blau. Ein bisschen das Gelb hinsetzen. Ich glaube, das passt ganz gut. Ein heller Farbton. Der ist dann nämlich eigentlich weiß. Und hier das Gelb, das hat auch schon wieder so ein bisschen verloren, wenn es so trocken wird. Dann werden die Farben oft wieder ein bisschen dunkler. Kann ich sie mal ein bisschen nachmalen. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich das Halsband rot mache oder blau oder ich weiß es gerade gar nicht. Oder ob ich hier so ein Braun nochmal nehme, aber dann ist mir das fast so naturgetreu. Ich will das gar nicht natürlich haben. Nee, ich nehme Orange. Ja, ich hatte auch an Rosa gedacht, tatsächlich. Rosa wäre doch auch schön, aber ja, da sieht man das mal wieder, ne? Was das für eine Symbolik hat. Also die Farben, was die für eine Symbolik haben. Also nicht nur die Symbolik als Tier jetzt, sondern eben auch die Farben. Also wenn ich jetzt schwarz genommen hätte oder silber oder rot, blau, es hätte alles eine andere Bedeutung gehabt. Und da können wir mal wieder sehen, wie unterschwellig die Farben oder auch direkt die Farben ja eine Wirkung haben. Heute ein etwas anderes Lehrvideo. Nicht leer, da ist ganz viel drin, also Lehrvideo. Ja, auch diesmal auch was ganz Persönliches. Also mir ist es ja immer wichtig, dass
da auch immer noch mehr dahinter steckt. Hinter Kunst steckt einfach viel, viel mehr. In der Malerei sowieso. Und heute geht es eben um etwas ganz Persönliches nochmal, nämlich das hat was mit einem Autounfall zu tun. Also ich war mit dem Fahrrad unterwegs und wurde angefahren und da habe ich eben Zivilcourage erleben dürfen und was gerade im Nachhinein total wichtig war. Und damit möchte ich einmal auf alle hinweisen, die eben so mutig sind und auch Zivilcourage leisten. Also vielen, vielen Dank. Ja, und das kann man auch mal feiern und einfach mal raufschmeißen und ja, einfach mal wirklich feiern und das feiern, die Menschen feiern, dankbar sein natürlich sowieso, sich selber feiern und ja auch sehen, dass auch in solchen schwierigen Situationen und Zeiten tatsächlich auch immer noch irgendwo was Gutes drin vorkommt. Und dafür ist die Malerei eben auch gut. Also feiern wir hier heute mal ein bisschen zusammen. Ich hoffe, das ist okay für dich, auch mal so ein Thema hier darzustellen. Ich konnte sogar die Tür hier schon aufmachen, weil es draußen ganz mild ist und dann trocknet die Farbe halt wieder anders, wieder ein anderes Malen. Ich habe auch schon die Pinsel gerade sauber gemacht, hier nochmal dick Farbe nachgetragen, eben so beim Vorbeigehen noch. Ja, es macht einfach total viel Laune. Also es ist einfach schön, auch mal sowas zu malen und ja, auch Dinge nochmal Revue passieren lassen. Vielleicht mache ich noch den Rahmen drum. Mal sehen, mal schauen. Ich teste das nachher mal. Jetzt bist du aber erstmal dran. Einfach machen. Ja, heute etwas Kunstgeschichte, etwas Persönliches, persönliche Erfahrungen. Aber natürlich im Mittelpunkt steht die Malerei. Und ich freue mich, dass du hier bist. Vielleicht inspiriert dich das auf irgendeine Art und Weise und du greifst jetzt auch einfach zu deinen Farben. Also danke, dass du hier bist. Danke für deine Unterstützung. Ob das Liken ist, ob das Teilen ist, ob es der Kommentar ist. Das freut mich immer besonders und das liebe ich so, da auch immer wieder mal reinzugucken und zu lesen. Und ja, manchmal ein Grinsen, manchmal ein Lachen, manchmal so, okay. Also ganz unterschiedlich. Dankeschön, hab einen ganz schönen Sonntag. Mach's gut. Tschüss.